hier in Auckland ist ja Sturm. Ich wäre dann endlich mal am neuen Ort. Aber ich wurde hier in Auckland irgendwie hier oben verbannt. Ich komme hier nicht weg. Nach meinem Abenteuer auf den Philippinen geht es jetzt nach Neuseeland über einen Zwischenstopp auf Hongkong. Let's go! So, ich bin jetzt in Hongkong angekommen und muss sagen, ich habe mich mal wieder vertan. Ich bin nicht insgesamt 20, sondern 17 Stunden unterwegs. Und übrigens, der Flieger war die absolute Sensation. Also hammergeil, und ich fliege jetzt gleich nochmal mit der gleichen Airline. Ich glaube, ich spinne. Hier sieht es ja noch geiler aus als zuvor. Mann, Mann, Mann! Hallo und herzlich willkommen auf der anderen Seite der Welt. Ich bin jetzt in Auckland angekommen, bin mal wieder seit 30 Stunden wach, bald demnächst, keine Ahnung. Und ja, jetzt suche ich hier erstmal ein Ticket, um in die Stadt zu fahren, um in mein Hostel zu kommen. Cool, hier zu sein. Alles auf entspannt. Ich habe null Bange, nur ein bisschen übermüdet, aber im Moment geht's. Und ich hatte einen richtig guten Flug. Also ist richtig gut verlaufen, und ja, jetzt checken wir hier mal die Lage, ne? Let's go! Hey, das fängt ja schon mal richtig gut an hier. Da sind wir jetzt mit dem Bus gefahren und der Busfahrer sagt, ja, sein Gerät funktioniert nicht, die Fahrt ist umsonst. Okay, umsonst, einfach so. Sag mal, was sind wir denn hier? Nur die scheiß Klimaanlagen überall, im Flugzeug, im Bus. Da wird's krank im T-Shirt. Deswegen habe ich jetzt noch was Langes an. Safety first, ne? Jetzt laufe ich erstmal zum Exchanger und hole noch ein bisschen Bargeld. Meine philippinische Flocken loswerden. Und ein bisschen Bargeld sollte man haben. Aber hier kann man wenigstens wieder mit Karte zahlen. Das ist schon mal gut. Also die Ampel hier sind richtig krass. Wenn es grün wird, dann hämmert die Ampel richtig los. Los, hämmer. Hämmer. So witzig. Und vor allem, hier, jetzt ist grün. Und gleich wird es rot und blinkt. Los, werd wieder rot, werd wieder rot. So, und dann kommt ein Countdown und ein Touri namens Kogi bleibt dann stehen und denkt, dass es rot ist. Dabei ist es gar nicht rot, sondern erst wenn der Countdown vorbei ist. Das ist hier mal wieder witzig. Anders, aber witzig. Also das sind jetzt hier gerade die Ampel sind der Hammer. Das sind jetzt hier gerade meine ersten Eindrücke von der Stadt. Und ich finde, wenn man jetzt nicht weiß, wo man ist, könnte man meinen, man ist in einem europäischen Land tatsächlich. Ich war zwar beispielsweise noch nie in London, aber das sieht schon ziemlich westlich aus, was man aber auch gesagt hat, dass es in Neuseeland ein ziemlich westliches Land ist. Mal sehen, was noch so kommt. Und genau, 5 Sekunden später habe ich diese liebe Dame kennengelernt, die mich herzlichst in Neuseeland begrüßt hat. Liebe Grüße, falls du das sehen solltest. Ich sage euch, das war vielleicht was mit diesem Geld umtauschen. Erst gehe ich auf eine Bank, der sagt da vorne. Dann gehe ich da vorne hin, der sagt, die tauschen im Moment nicht. Dann gehe ich zum nächsten, Mittagspause. Dann gehe ich zum nächsten und die tauschen endlich. Dann sagt sie, keine Münzen. Ich habe ganz viele Münzen. Dann gebe ich mein philippinisches Geld. 400 Pesos, sagt sie erst ab 500 Pesos. What the fuck? Wenigstens komme ich jetzt gleich im Hostel an und laufe 1,5 Kilometer mehr, weil ich immer weiter in die falsche Richtung gelaufen bin. Keine Zeit, Häuslerbauer. Ich bin jetzt endlich im Zimmer angekommen und das erste, was jetzt irgendwie echt seltsam war, ist im Zimmer ankommen und dann war ich so im Moment, ich habe ja nachher was vor, aber habe ich nicht. Ich habe nichts vor. Keine Aliene, keine Mira, nichts. Auf mich allein gestellt. Ja, und dann werde ich jetzt erstmal einkaufen und einen Salat heute essen. Ich brauche endlich mal was Frisches nach diesen 2 Wochen Fastfood. Ein Tag später. Hallo. Hallo. You like to... Guck mal, jetzt habe ich Hilfe. Jetzt bin ich hier beim Essen. Habe die schlechte Neuigkeit.
Ja, ich habe immer noch keine Busfahrt, ist alles ausverkauft. Und I show you. I'll show you. Jetzt zeige ich euch mal, wem ich hier bin. Hier aus Japan, hier noch jemand aus Japan und you are from Germany? No, not Germany. Sie ist von Thailand. Und jetzt muss ich erstmal in die Zentrale gehen, weil die Busfahrten ausverkauft sind. Ich bin jetzt ohne Plan. What should I do, ne? I don't know. 3, 2, 1, go! Amping. Buddies, ich war jetzt gerade in so einer Touri-Information und die hat mir erklärt, no, I hold this one. Oder, ja, you can do it. Okay. Buddies, ich war jetzt gerade bei einer Touri-Information und die hat mir, und die hat mir erzählt, dass ich hier gerade in der Hochsaison bin und 100% mal so viele Leute da sind als sonst immer, weil nach Corona wollen alle hierher. Und ja, es ist alles ausgebucht. Das heißt, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Wahrscheinlich kaufe ich jetzt so eine Buskarte, wo ich da für mich selber von City zu City fahre, Hostels buche und halt vor Ort irgendwas mache. Ich hoffe, man versteht mich. Ja, das ist der Plan. That's the plan. Versuchen wir es mal. Ja, Buddies, und hier ein kleines Voice-Over für euch über meine 6 Tage Auckland, wie ich diese als verbannter Touri verbracht habe. Wie ihr sehen konntet, war Auckland total überfüllt, da es nicht nur das erste Jahr in der Hochsaison nach Covid war, sondern auch noch ein Konzert von Ed Sheeran stattgefunden hat, weswegen alle Hostels so gut wie ausgebucht waren. Deswegen musste ich für eine Nacht 80 € zahlen. Kein Witz. Ich hatte sogar überlegt, im Freien zu schlafen, für so ein richtiges Adventure-Feeling, und im Nachhinein hätte ich das auch tun sollen. Aber hey, das Hostel war ganz nobel, was man ja auch für 80 € erwartet, ne? Zusätzlich war mein Aufenthalt genau eine Woche nach der großen Flut, weswegen in Auckland aus Sicherheitsgründen für 2 Tage alles geschlossen war und keine Öffis gefahren sind. Und das waren die beiden Tage, an denen ich eigentlich gehen wollte. Super, yay! Hier in Auckland ist ja Sturm. Ich wäre dann endlich mal am neuen Ort. Aber ich wurde hier in Auckland irgendwie hier oben verbannt. Ich komme hier nicht weg. Ja, ich lasse mich hier doch nicht unterkriegen. Das Wetterpech hat mich sozusagen von den Philippinen weiterhin verfolgt. Cool. Aber ich muss sagen, dass ich in den 3 verschiedenen Hostels, in denen ich letztendlich war, verschiedensten Menschen kennengelernt habe, wo ich ja immer sehr aufblühe. Und dort habe ich Leute kennengelernt, mit denen ich mich in anderen Städten und sogar Ländern wieder getroffen habe, was ihr auch in den weiteren Videos sehen werdet. Zum Beispiel der Däne Freddy oder die Thailänderin Beam. Natürlich waren aber auch schöne Tage dabei, bei denen ich den Sky Tower erkunden konnte. Sieht schön aus. Ja. Für alle, die Höhenangst haben. Wow! Jump! Oder eine kleine Wanderung zum Overlooking Point Eden gemacht habe, was sehr cool war, da man Auckland von oben sehen konnte. Und nun zum Abschluss seht ihr noch einige Eindrücke von Hobbiton, dem Filmset von Der Herr der Ringe und Der Hobbit, was ich auf dem Weg nach Rotorua auf alle Fälle mitnehmen musste, und deswegen let's go! Ich bin's, Gollum. Kommt. Ich verkaufe Käse. Käse. Dieb. Mein Schatz. Hallo Leute. Es ist
meine Schmiede in Hobbiton, Neuseeland. Kommt rein, komm. Also passt auf. Das hier ist ein Feuer. Und das Feuer, das ist fake. Ja, ich kann da reinfassen, aua, das tut weh. Ja, und ich verkaufe trotzdem hier coole Sachen wie Schwerter und Hufeisen, ja. Es funktioniert auch ohne Feuer. Mit meinem geilen Dildo, Thors Hammer im Mini. Vielen Dank, dass ihr vorbeischaut. Tschüss. Das war's mit dem dritten Teil meiner Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet bei Teil 4 auch wieder ein. Bis dann. Tschüss. Then can is Echte. this fish and chip. Fish and chip. Fish and chip. I know this one. And Ein? and Anständiges. Icelandikas. Ja. Raumtemperisiertes. Okay, that's Lampe. difficult. Say it again. Raum. Gum. Raum. Gum. Raum. Gum. Gum. Oh no.